In unter einer Sekunde sendet ein Banker in London die aktuellsten Kursinfos an seine Kollegen in Hongkong. Mit einem Klick bestellt ein Kunde in New York Elektroartikel aus Peking, die innerhalb weniger Tage per Flugzeug oder Schiff den Ozean überqueren. Heute bewegen sich Güter und Informationen in einer noch nie dagewesenen Menge und Geschwindigkeit um die Welt. Doch der weltweite Handel ist älter, als wir denken. Bereits vor über 2000 Jahren wurde entlang der 8000 Kilometer langen Seidenstraße Handel getrieben. Diese Handelsroute bestand nicht aus einer einzelnen Straße, sondern aus einem Netzwerk von Handelswegen, das sich allmählich über Jahrhunderte entwickelte und viele Orte miteinander verband. Die ersten Agrargesellschaften lebten in abgelegenen und fruchtbaren Flusstälern. Ihr Weiterziehen wurde durch das Gelände und die Angst vor dem Unbekannten erschwert. Doch allmählich stellten die Menschen fest, dass die trockenen Wüsten und Steppen nicht von Dämonen, sondern von berittenen Nomadenstämmen bewohnt waren. Die Skythen, die zwischen Ungarn und der Mongolei lebten, waren mit den Griechen, Ägyptern, Indern und Chinesen in Kontakt gekommen. Diese Begegnungen verliefen oft nicht friedlich, doch Überfälle und Kämpfe hielten sie nicht ab. Durch Handel und bezahlten Schutz reisender Händler begannen die Nomaden, Waren, Ideen und Technik zwischen voneinander isolierten Kulturen zu verbreiten. Eine der Hauptstraßen des Netzwerks war die Persische Königstraße, fertiggestellt von Dareios I. im 5. Jahrhundert vor Christus. Sie erstreckte sich über 3200 Kilometer bis zur Ägäis. Waren und Nachrichten wurden dank einer Reihe von Wegstationen entlang der Straße 10-mal schneller transportiert als zuvor. Alexander der Große eroberte Persien und stieß nach Zentralasien vor. Dort nahm er Städte wie Samarkand ein und gründete neue, wie Alexandria Eschate. Das griechisch-ägyptisch-persische Handelsnetz reichte weiter in den Osten als jemals zuvor und bildete eine Brücke nach China. Im 2. Jahrhundert vor Christus wurde ein chinesischer Botschafter namens Zhang Qian in den Westen entsandt, um mit den Nomaden zu verhandeln. Er berichtete dem Han-Kaiser von Hochkulturen, Handelsmöglichkeiten und exotischen Waren. Botschafter und Händler wurden nach Persien und Indien gesandt, um Seide und Jade gegen Pferde und Baumwolle zu tauschen. Armeen schützten sie auf ihrem Weg. Langsam verbanden sich die östlichen und westlichen Straßen zu einem umfassenden Netzwerk. Kultureller Austausch und Handel florierten. Chinesische Waren gelangten selbst nach Rom. Durch den Handel wurde das Gold knapp und Seide daher verboten. Römische Glaswaren wurden währenddessen in China teuer gehandelt. Bei Militärexpeditionen in Zentralasien begegneten sich chinesische und römische Soldaten. Möglicherweise kam so die Armbrust in den Westen. Die Nachfrage nach Waren aus fremden Ländern und der einhergehende Profit hielten die Seidenstraße am Leben, selbst als das Römische Reich zerbrach und chinesische Dynastien aufstiegen und fielen. Sogar die mongolischen Reiter, die eigentlich für Plünderungen bekannt waren, schützten diese Handelsrouten aktiv. Neben Warentausch ermöglichten diese Handelswege auch die Weitergabe von Traditionen, Erfindungen, Ideen und Sprachen. Der Buddhismus gelangte aus Indien nach China und Japan und wurde dort zur Hauptreligion. Der Islam breitete sich nach Südasien aus und ließ neue Glaubensrichtungen wie den Sikhismus entstehen. Schießpulver aus China ermöglichte schließlich den Aufstieg des Osmanischen, des Safavidischen und des Mogulreichs. Der Erfolg der Seidenstraße führte zu ihrem Untergang. Neue Seefahrttechnologien wie der Magnetkompass gelangten nach Europa und machten lange Landwege überflüssig. Gleichzeitig ging das Mogulreich unter und China zog sich aus dem internationalen Handel zurück. Obwohl die alten Wege und Netzwerke verschwanden, hatten sie die Welt unwiderruflich verändert. Der Suche der Europäer nach neuen Seewegen zu den erhofften Schätzen Ostasiens folgte ein Zeitalter der Entdeckungen und der Expansion nach Afrika und Amerika. Heute bestimmt die globale Vernetzung unser Leben wie niemals zuvor. Kanadier kaufen T-Shirts aus Bangladesch, Japaner sehen sich britische Fernsehsendungen an und Tunesier zetteln mit US-Software eine Revolution an. Die Einflüsse der Globalisierung auf Kultur und Wirtschaft sind unbestreitbar. Doch ungeachtet ihrer Vor- und Nachteile ist sie kein neues Phänomen. Heute werden die Berge, Wüsten und Ozeane, die uns einst trennten, mit Überschallflugzeugen, Kommunikationskabeln und mit Signalen durchs All überwunden, anstatt von monatelang reisenden Karawanen. All dies wäre jedoch nicht möglich gewesen ohne die Kulturen entlang der Seidenstraße, dem ersten globalen Netzwerk der Geschichte.
Wenn du es liebst, immer Neues zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen neue Videos zu allen Themen, von der Weltgeschichte aus der Sicht von Katzen bis zu dem, was nötig wäre, um auf dem Mond zu leben. Bleib neugierig, bleib informiert.